Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch keinen Umbau, sondern wie ihr den Kickstarter an einer Honda CB250G reparieren könnt. Die Honda CB250 ist ein Klassiker, der Stil und Leistung auf beeindruckende Weise vereint. Mit ihrem schlanken Design und ihrer markanten Lackierung zieht sie alle Blicke auf sich. Was meint ihr? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Die Honda war vor mehreren Jahren mein erstes wirkliches Kaffee Racer Projekt. Damals habe ich noch in einem Zimmer geschraubt, ohne viel Werkzeug. Dementsprechend sieht das Ganze auch aus. Wenn ich das jetzt so sehe, muss ich oft schmunzeln, wie schlecht ich damals was gebaut habe. Der Kickstarter am Motorrad ist ein wichtiger Bestandteil, der sehr oft beansprucht wird und dadurch auch schnell kaputt gehen kann. Bei meiner Honda ist das passiert. Der Kickstarter greift nicht mehr und ich trete ins Leere. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, nimm doch einfach den E-Starter. Der ist aber auch ohne Funktion, da ich keine große Batterie verbaut habe und zudem ist er noch festgerostet. Für weitere spannende Videos rund um Motorräder oder anderen Projekten in meiner Werkstatt abonniert am besten direkt den Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Vergesst auch nicht, den Daumen hoch zu geben und das Video zu teilen. So, dann habe ich jetzt genug gelabert. Jetzt geht's los mit dem Zerlegen des Motorrads. Die Kickstarterwelle ist leider so im Motor eingebaut, dass man ihn komplett zerlegen muss. Meine Idee ist es jetzt, den Motor auszubauen, auf den Kopf zu stellen, den unteren Teil vom Motor abzumachen und dann komme ich dann so hoffentlich an die Kickstarterwelle dran. Und hier könnt ihr noch eine Besonderheit sehen, die an meiner Honda verbaut ist, und zwar die Handschaltung. Da werde ich oft gefragt, warum hast du eine Handschaltung dran? Da sage ich immer, weil ich Bock drauf hatte und deswegen habe ich die an diesem Motorrad damals angebaut. Hier könnt ihr schön die Umlenkung sehen, die geht von der rechten Seite vom Tank rüber auf die linke Seite. Natürlich ist ja links unten der Fußhebel zum Umschalten und ich habe die auf die rechte Seite vom Tank gebaut, weil man ja links kuppeln muss beim Fahren. Hier auch schön zu sehen, wie schlecht ich damals den Kabelbaum gebaut habe. Da wollte ich immer noch einen kleinen Schlauch außenrum machen, aber das habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Das Ding fährt auch so, deswegen war es mir dann noch egal am Ende. So, das waren jetzt hier die letzten Motorschrauben, die ich gelöst habe. Die Hebebühne wird gesenkt und jetzt kann ich den Motor rausheben. Da gibt es noch einen kleinen Halter unten, den man komplett abschrauben kann. Dann geht das Ganze ein bisschen einfacher. Ich habe das nicht gemacht. Es geht nämlich auch so, wenn man den so ein bisschen daraus fädelt aus dem ganzen Motorrad. Ja, Motor ist draußen. Hebebühne ist frei. Hier seht ihr jetzt den schönen Motor. Der Kickstarter, wie gesagt, der greift hier nicht und den Block muss man ja hier horizontal teilen. Deswegen wollte ich jetzt den unteren Teil entfernen von dem Ganzen. Das bedeutet, auf den Kopf drehen, beide Seitendeckel runter machen und dann die ganzen Schrauben lösen, die das Gehäuse zusammenhalten. Da ist darauf zu achten, dass es eine Schraube gibt, die von der anderen Seite verschraubt wird. Wenn man die vergisst, hält sich der Block nicht. Ihr habt es vielleicht schon gehört, als ich den Motor umgedreht habe.
Da rasselt es ganz schön in dem Motor. Also da ist einiges lose. Zum Sortieren der Schrauben hier auch wieder der Trick mit dem Pappkarton. Jetzt komme ich hier zum zentrifugalen Ölfilter. Da muss man eine M8er Schraube eindrehen und dann kann man den Deckel rausziehen. Und innen drin seht ihr dann hier so eine Nutmutter. Da habe ich mir aus einem alten Rohr und einer Mutter so ein Spezialwerkzeug gebaut. Und dann kann man die Mutter ganz einfach lösen und den Filter runternehmen. Weil wenn man den nicht runternehmen kann, dann kann man auch den Kupplungskorb nicht runternehmen. Bei dem Honda-Motor waren die Ingenieure so nett und haben 2 Kanten angebaut an den Gehäusen. Da kann man ansetzen und nirgends anders, um den so etwas anzuhämmern, damit sich die beiden Hälften trennen. Ein Tipp von mir ist hier auch wieder den Heißluftföhn zu verwenden, damit das Ganze ein bisschen warm wird und dann löst sich das etwas einfacher alles ab. Hier seht ihr jetzt die Kurbelwelle und die Getriebezahnräder. Ihr müsst euch mal vorstellen, dieser Motor hat schon 55.000 Kilometer gelaufen und die Getriebezahnräder, die sehen echt hier sau gut aus. Rechts unten im Bild, seht ihr schon, da sind die Teile vom Kickstarter, die vorhin so ein bisschen geklackert haben. Die hole ich jetzt alle raus und dann werde ich den Kickstarter hier das alles mal zusammenstecken, ob ein Teil noch fehlt. Es soll ja nichts drin bleiben. Die Getriebewellen hole ich auch noch schnell raus, um zu gucken, ob vielleicht irgendwo Späne drin sind. Und dann gehe ich an die Drehmaschine und mache da eine Verbesserung, weil das ganze System wurde nur von so einem Nutring gehalten. Und ich werde jetzt in die Kickstarterwelle ein Gewinde reinschneiden und das alles mit einer Schraube sichern, damit dieses Problem nie wieder auftreten kann. Also hier seht ihr das nochmal, dieser kleine Sägering, der ist runtergerutscht von der Welle und dann ist alles auseinandergefallen. Und deswegen baue ich jetzt hier ein Loch rein, mache ein Gewinde rein und dann wird das Ganze von der Schraube gehalten und geht nie wieder auf. Die Kickstarterwelle selbst kann ich nicht direkt in die Drehmaschine einspannen, weil dann würde ich mir die Oberfläche zerstören. Deswegen habe ich mir noch hier schnell so einen Aluring gedreht, den habe ich eingesägt und das Ganze wird jetzt über diesen Aluring gespannt. Die Kickstarter-Einheit ist jetzt wieder zusammen. Das Ganze wird jetzt nicht mehr von diesem Sägering gehalten, sondern von der Schraube, die ihr hier rechts sehen könnt. Die ist eingeklebt, die wird sich nicht mehr lösen. Der Motor wurde zwischendurch gereinigt, die Dichtflächen schön sauber gemacht. Deswegen kommt jetzt der Zusammenbau, Dichtmasse auftragen und die beiden Gehäusehälften wieder miteinander verschrauben.
Und dann sind wir auch schon am Ende vom Video. Hier seht ihr nochmal die zusammengebaute Honda. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Tipps mitnehmen und vielleicht hilft es euch auch mal, wenn ihr ein ähnliches Problem an eurem Moped habt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Schraubervideos aus meiner Werkstatt verpassen wollt. Jetzt schwinge ich mich erstmal auf die Honda und mache eine ausgiebige Testfahrt. Bis zum nächsten Video.